Ostpreußen. Ein Name, der heute fast vergessen klingt, doch für Millionen Menschen einst Heimat bedeutete. Eine Region am östlichsten Rand des Deutschen Reiches, getrennt vom restlichen Deutschland durch den polnischen Korridor, geprägt von weiten Landschaften, dichten Wäldern und der rauen Schönheit der Ostseeküste. Hier lebten Deutsche seit Jahrhunderten, hatten Städte gebaut, Felder bestellt, Familien großgezogen. Doch zwischen Januar und April 1945 ereignete sich hier eine der größten Tragödien des Zweiten Weltkriegs, ein Drama von solchem Ausmaß, dass es die kollektive Erinnerung Deutschlands bis heute prägt. Was geschah wirklich in jenen eisigen Wintermonaten des Jahres 1945? Wie kam es dazu, dass eine ganze Region innerhalb weniger Wochen entvölkert wurde? Welche Rolle spielten die militärischen Entscheidungen, die politische Führung, die Rote Armee? Und vor allem, was bedeutete dies für die Menschen, die Zivilbevölkerung, die Soldaten, die Zurückgebliebenen? Die Geschichte des Endes von Ostpreußen ist keine einfache Erzählung von Gut und Böse. Sie ist komplex, schmerzhaft und bis heute nicht vollständig aufgearbeitet. Sie beginnt nicht im Januar 1945, sondern Jahre zuvor, mit Entscheidungen und Entwicklungen, die das Schicksal dieser Region besiegelten, lange bevor der erste sowjetische Panzer die Grenze überschritt. Um zu verstehen, was im Winter 1945 geschah, müssen wir zurückblicken. Ostpreußen war seit dem Versailler Vertrag von 1919 eine Exklave, geografisch vom Reich getrennt. Diese Isolation hatte die Region zu etwas Besonderem gemacht. Die Ostpreußen entwickelten eine eigene Identität, geprägt von Stolz, aber auch von einem Gefühl der Verletzlichkeit. Sie waren die östlichste Bastion, umgeben von Polen und Litauen, später direkt an der Grenze zur Sowjetunion. Als der Zweite Weltkrieg begann, wurde Ostpreußen zunächst zum Aufmarschgebiet für den Überfall auf Polen. Die Bevölkerung erlebte den Krieg in den ersten Jahren aus relativer Distanz. Zwar wurden junge Männer eingezogen, zwar gab es Rationierungen, doch die Front war weit entfernt. Selbst als die Wehrmacht 1941 die Sowjetunion überfiel, blieb Ostpreußen zunächst ein relativ sicherer Ort. Doch mit den Jahren wendete sich das Blatt. Die Katastrophe von Stalingrad im Winter 1942-43, die zunehmenden sowjetischen Gegenoffensiven, das langsame, aber unaufhaltsame Vorrücken der Roten Armee nach Westen veränderten die Lage fundamental. Im Sommer 1944 brach die Heeresgruppe Mitte zusammen, die Sowjets standen plötzlich an der Grenze Ostpreußens. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn war deutsches Kernland direkt bedroht. Die NS-Führung reagierte mit einer Mischung aus Verleugnung und Terror. Evakuierungspläne wurden als defaitistisch gebrandmarkt. Gauleiter Erich Koch, der brutale Herrscher über Ostpreußen, verbot jegliche Vorbereitung auf eine Flucht. Wer von Evakuierung sprach, wurde der Wehrkraftzersetzung bezichtigt. Die Bevölkerung sollte bleiben, arbeiten, durchhalten. Die Propagandamaschine lief auf Hochtouren, der Endsieg war nah, Wunderwaffen würden die Wende bringen, die Wehrmacht würde die Sowjets zurückwerfen. Doch hinter den Kulissen wussten viele, dass dies Wunschdenken war. Militärische Berichte zeichneten ein düsteres Bild. Die Wehrmacht war erschöpft, unterbesetzt, schlecht ausgerüstet. Die Rote Armee hingegen war zu einer gewaltigen Kriegsmaschine geworden, zahlenmäßig und materiell überlegen. Und sie hatte ein Ziel: Deutschland zu erreichen, Berlin zu erobern, Vergeltung zu üben für die ungeheuren Verbrechen, die deutsche Truppen in der Sowjetunion begangen hatten. Im Oktober 1944 kam es zum ersten Vorstoß sowjetischer Truppen nach Ostpreußen. In der Stadt Nemmersdorf im Landkreis Gumbinnen ereignete sich etwas, das die NS-Propaganda sofort ausschlachtete. Als deutsche Truppen den Ort kurzzeitig zurückeroberten, fanden sie Zivilisten, die auf brutale Weise getötet worden waren. Die NS-Propagandamaschine nutzte dies, um Angst und Schrecken zu verbreiten, aber auch um die Bevölkerung zum Durchhalten zu bewegen. Die Botschaft war klar: Wer in sowjetische Hand fällt, dem droht Schlimmes. Diese Berichte hatten eine paradoxe Wirkung. Einerseits verstärkten sie die Angst, andererseits lähmten sie.
denn Flucht war offiziell verboten, und wer floh, galt als Verräter. So blieben die meisten Menschen in Ostpreußen, hofften auf das Beste, verdrängten die Gefahr, vertrauten auf die Propaganda oder wussten schlicht nicht, wohin sie gehen sollten. Am 12. Januar 1945 begann die sowjetische Weichsel-Oder-Operation, eine der größten Offensiven des gesamten Krieges. 2 Tage später, am 13. Januar, startete die Ostpreußen-Operation. 4 sowjetische Fronten mit insgesamt über 1,6 Millionen Soldaten, Tausenden von Panzern und Geschützen, unterstützt von der Luftwaffe, setzten sich in Bewegung. Ihr Ziel war die vollständige Eroberung Ostpreußens und die Ausschaltung der Heeresgruppe Mitte. Die deutschen Verteidiger waren hoffnungslos unterlegen. Die Heeresgruppe Mitte unter Generaloberst Georg Hans Reinhardt verfügte über etwa 580.000 Soldaten, doch viele davon waren schlecht ausgebildete Volkssturmeinheiten, Jugendliche, ältere Männer. Die Ausrüstung war mangelhaft, Munition knapp, Treibstoff rar. Die Luftwaffe war praktisch nicht mehr existent. Gegen die geballte Kraft der sowjetischen Armee hatten sie keine Chance. Die Offensive rollte über Ostpreußen hinweg wie eine Naturgewalt. Innerhalb weniger Tage brachen die deutschen Linien zusammen. Sowjetische Panzer durchbrachen die Verteidigung, umgingen Widerstandsnester, stießen tief ins Hinterland vor. Städte und Dörfer wurden überrollt, bevor die Bewohner überhaupt begriffen, was geschah. Erst jetzt, als die sowjetischen Truppen bereits weit im Land standen, gab Gauleiter Koch widerwillig die Erlaubnis zur Flucht. Doch es war zu spät. Die meisten Fluchtwege waren bereits abgeschnitten. Panik brach aus. Menschen packten überstürzt ihre Habseligkeiten, spannten Pferde vor Wagen, versuchten zu Fuß zu entkommen. Die Straßen füllten sich mit endlosen Flüchtlingstrecks, im tiefsten Winter, bei -20 Grad. Die Szenen auf diesen Straßen waren apokalyptisch. Frauen, Kinder, alte Menschen, alle beladen mit Koffern, Bündeln, allem, was sie tragen konnten. Pferdewagen brachen durch das Eis gefrorener Flüsse, Menschen erfroren am Straßenrand, Kinder wurden in der Menge getrennt von ihren Müttern, Alte blieben erschöpft zurück. Und über allem die ständige Bedrohung durch sowjetische Panzer und Tiefflieger. Die Wehrmacht versuchte verzweifelt, Verteidigungslinien zu halten, um den Zivilisten Zeit zur Flucht zu geben. In einigen Fällen gelang dies für Stunden oder Tage, doch meist wurden diese Linien schnell überrannt. Soldatengruppen wurden abgeschnitten, eingekesselt, vernichtet oder gefangen genommen. Das militärische Chaos spiegelte sich im Zivilen wider. Die Flucht aus Ostpreußen nahm verschiedene Formen an, doch alle waren von unsäglichem Leid geprägt. Die meisten Menschen flohen zunächst zu Fuß oder mit Pferdewagen, in endlosen Trecks, die sich durch die verschneite Landschaft bewegten. Diese Trecks waren schutzlos sowjetischen Angriffen ausgeliefert. Tiefflieger beschossen die Kolonnen, Panzer überrollten sie, Artillerie feuerte in die Menschenmassen. Viele versuchten, die Ostseeküste zu erreichen, in der Hoffnung, von dort per Schiff evakuiert zu werden. Die Häfen von Pillau, Danzig und Gotenhafen wurden zu verzweifelten Sammelpunkten für Hunderttausende von Flüchtlingen. Die Kriegsmarine organisierte unter schwierigsten Bedingungen die größte Seevakuierung der Geschichte. Über 2 Millionen Menschen wurden zwischen Januar und Mai 1945 über die Ostsee in Sicherheit gebracht, eine logistische Meisterleistung unter Kriegsbedingungen. Doch diese Rettungsaktion hatte ihren Preis. Die Ostsee war verminnt, sowjetische U-Boote patrouillierten, das Wetter war eisig. Zahlreiche Schiffe gingen verloren, oft mit katastrophalen Folgen. Am 30. Januar 1945 wurde das Flüchtlingsschiff Wilhelm Gustloff von einem sowjetischen U-Boot torpediert und sank innerhalb von Minuten. Über 9.000 Menschen starben, die meisten davon Frauen und Kinder. Es war die größte Schiffskatastrophe der Geschichte. Wenige Wochen später, am 16. April, wurde die Geuer versenkt, mit über 6.000 Toten. Die Steuden, die General von Steuden, zahlreiche andere Schiffe erlitten ähnliche Schicksale. Für die Menschen, die es auf ein Schiff schafften, war die Überfahrt ein Albtraum. Überfüllt, ohne ausreichende Versorgung, in ständiger Angst vor Torpedos,
dicht gedrängt in dunklen Laderäumen oder auf eisigen Decks. Kinder weinten, Kranke starben, Panik brach aus bei jedem ungewöhnlichen Geräusch. Doch für die meisten endete die Fahrt glücklich in Schleswig-Holstein oder Dänemark. Andere versuchten, über das gefrorene frische Haff zu entkommen. Das Haff, eine große Lagune an der Ostseeküste, war im Winter 1945 zugefroren, und Zehntausende wagten den Marsch über das Eis. Dies war ein verzweifeltes Unterfangen. Das Eis war nicht überall tragfähig, Pferdewagen brachen ein, Menschen versanken in eisigem Wasser. Sowjetische Artillerie beschoss das Eis, Tiefflieger griffen an. Das Haff wurde zu einem riesigen Grab. Wie viele Menschen hier ihr Leben verloren, weiß niemand genau. Während sich das Drama der Flucht entfaltete, kämpften deutsche Truppen verzweifelt weiter. Hitler hatte befohlen, dass Königsberg und andere Städte als Festungen verteidigt werden sollten, bis zum letzten Mann, ohne Rücksicht auf Verluste. Diese Befehle verlängerten das Leiden unnötig und kosteten Zehntausende von Leben, sowohl auf deutscher als auch auf sowjetischer Seite. Königsberg, die Hauptstadt Ostpreußens, wurde zur Festung erklärt. General Otto Lasch erhielt den Befehl, die Stadt unter allen Umständen zu halten. Die Stadt war gefüllt mit Flüchtlingen, die nicht mehr entkommen konnten, mit Verwundeten, mit Zivilisten. Die sowjetischen Truppen begannen im April 1945 mit dem Angriff auf die Stadt. Tagelang tobte ein erbitterter Häuserkampf. Sowjetische Artillerie verwandelte die historische Stadt in ein Trümmerfeld. Am 9. April kapitulierte Lasch schließlich, gegen Hitlers Befehl. Er wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt, seine Familie in Sippenhaft genommen. Ähnliche Szenen spielten sich in Pillau, in Heiligenbeil, in Braunsberg und zahllosen anderen Orten ab. Überall hielten kleine Gruppen von Soldaten, oft Volkssturmmänner und Hitlerjungen, sinnlose Stellungen, während um sie herum die Zivilbevölkerung litt. Die militärische Lage war längst hoffnungslos, doch die NS-Führung klammerte sich an die Illusion, dass jeder Tag gewonnene Zeit den Endsieg näher bringe. Die Halbinsel Samland, das letzte Stück Ostpreußens in deutscher Hand, wurde zum Schauplatz der finalen Kämpfe. Hier drängten sich Hunderttausende von Flüchtlingen und Soldaten, eingekesselt, ohne Hoffnung auf Entsatz. Die Wehrmacht versuchte, einen Korridor zum Hafen von Pillau offen zu halten, um Evakuierungen zu ermöglichen. Doch der sowjetische Druck war überwältigend. Stück für Stück wurde das Gebiet kleiner, bis am 25. April auch Pillau fiel. Die letzten deutschen Soldaten in Ostpreußen kapitulierten Anfang Mai 1945, nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches. Für sie begann nun eine lange Gefangenschaft in sowjetischen Lagern, aus der viele nie zurückkehren sollten. Nicht alle konnten oder wollten fliehen. Viele blieben zurück, alte, kranke Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen wollten oder konnten, aber auch jene, die die Gefahr unterschätzt hatten oder zu spät zur Flucht aufbrachen. Ihr Schicksal war oft das härteste. Als die sowjetischen Truppen einmarschierten, kam es zu zahlreichen Übergriffen. Die Rote Armee hatte einen langen, brutalen Krieg hinter sich, hatte die Verbrechen der Wehrmacht in der Sowjetunion erlebt, hatte Millionen von Toten zu beklagen. Viele sowjetische Soldaten sahen in den deutschen Zivilisten nun Verantwortliche oder zumindest Mitschuldige an diesem Leid. Die Folgen waren verheerend. Vergewaltigungen waren weit verbreitet, Plünderungen an der Tagesordnung. Männer wurden oft sofort erschossen oder deportiert. Frauen wurden misshandelt, verschleppt, zur Zwangsarbeit gezwungen. Es gab auch sowjetische Offiziere, die versuchten, Ordnung zu schaffen und Übergriffe zu verhindern, doch sie waren in der Minderheit oder machtlos gegen die Masse der Soldaten. Die Zivilbevölkerung, die zurückblieb, lebte unter entsetzlichen Bedingungen. Häuser wurden beschlagnahmt, Besitz geraubt, Nahrung wurde knapp. Im Sommer 1945 brachen Seuchen aus. Typhus, Ruhr, Hunger rafften die Menschen dahin. In manchen Orten starb die Hälfte der verbliebenen Bevölkerung in den ersten Monaten nach Kriegsende. Zugleich begann die systematische Vertreibung. Die Sowjetunion hatte auf der Konferenz von Jalta mit den Westalliierten vereinbart,
dass Ostpreußen zwischen der Sowjetunion und Polen aufgeteilt werden sollte. Die deutsche Bevölkerung sollte ausgesiedelt werden. Im Sommer und Herbst 1945 begannen die Zwangsdeportationen. Die Menschen wurden in Viehwaggons gepfercht und nach Westen transportiert, oft ohne zu wissen, wohin die Reise ging. Viele starben unterwegs an Krankheit, Hunger, Erschöpfung. Parallel dazu wurden polnische und sowjetische Siedler in Ostpreußen angesiedelt. Die deutschen Ortsnamen wurden durch polnische oder russische ersetzt, die deutsche Geschichte und Kultur sollten ausgelöscht werden. Königsberg wurde zu Kaliningrad, Allenstein zu Olsztyn, Danzig zu Gdansk. Innerhalb weniger Jahre war Ostpreußen nicht mehr wiederzuerkennen. Wie viele Menschen starben beim Ende Ostpreußens? Diese Frage ist bis heute nicht abschließend zu beantworten. Die Zahlen variieren je nach Quelle, Methodik und politischer Perspektive. Doch eines ist klar, es waren Hunderttausende. Vor Beginn der sowjetischen Offensive lebten etwa 2,5 Millionen Menschen in Ostpreußen. Hinzu kamen Hunderttausende von Flüchtlingen aus weiter östlich gelegenen Gebieten. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 600.000 und 1,2 Millionen Menschen bei Flucht, Vertreibung und deren Folgen ums Leben kamen. Einige starben in den Kämpfen, viele auf der Flucht, durch Kälte, Hunger, Krankheit. Andere kamen bei Schiffsuntergängen ums Leben, auf dem Eis des frischen Haffs, oder wurden Opfer von Gewalt. Die Dunkelziffer ist hoch. Viele Tote wurden nie registriert, Familien wurden auseinandergerissen, Aufzeichnungen gingen verloren. Die chaotischen Umstände, die Zusammenbruch von Verwaltung und Ordnung, machten eine genaue Erfassung unmöglich. Auch die militärischen Verluste waren enorm. Schätzungsweise 300.000 deutsche Soldaten starben in den Kämpfen um Ostpreußen oder gerieten in sowjetische Gefangenschaft, von denen viele nie zurückkehrten. Auf sowjetischer Seite waren die Verluste ebenfalls hoch. Die Rote Armee verlor Zehntausende von Soldaten bei der Eroberung Ostpreußens. Diese Zahlen sind mehr als statistisch. Hinter jeder Zahl steht ein menschliches Schicksal, eine Familie, die auseinandergerissen wurde, ein Leben, das vorzeitig endete, ein Trauma, das Generationen überdauerte. Die Frage nach der Schuld am Ende Ostpreußens ist komplex und schmerzhaft. Auf der einen Seite steht die Tatsache, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen und einen Vernichtungskrieg im Osten geführt hatte. Die Wehrmacht und SS hatten in der Sowjetunion unvorstellbare Verbrechen begangen, Millionen von Zivilisten und Kriegsgefangenen ermordet, ganze Landstriche verwüstet. In diesem Kontext ist das sowjetische Vorgehen in Ostpreußen zu sehen, auch wenn dies die Gewalt gegen Zivilisten nicht rechtfertigt. Die NS-Führung trägt die Hauptverantwortung für die Katastrophe. Hitler und seine Gefolgsleute hatten den Krieg vom Zaun gebrochen, hatten ihn bis zum bitteren Ende fortgesetzt, hatten jede realistische Einschätzung der Lage verweigert. Gauleiter Koch und andere Verantwortliche vor Ort hatten Evakuierungen verboten, hatten die Bevölkerung im Stich gelassen, während sie selbst rechtzeitig flohen. Die sinnlosen Durchhaltebefehle, die Erklärung von Städten zu Festungen, das Verbot der Kapitulation kosteten unzählige Leben. Doch auch die sowjetische Führung und ihre Truppen trugen Verantwortung. Stalin hatte die Rache an Deutschland zum Ziel erklärt, die Propaganda hatte die Soldaten aufgestachelt. Die Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung waren teilweise organisiert, teilweise geduldet. Auch wenn einzelne Offiziere dagegen vorgingen, blieb das Ausmaß der Gewalt erschreckend. Die Westalliierten wiederum hatten auf Jalta die Teilung Ostpreußens und die Vertreibung der deutschen Bevölkerung gebilligt. Sie trugen damit eine Mitverantwortung für das, was folgte, auch wenn sie die Gewalt nicht direkt ausübten. Schließlich bleibt die Frage nach der Verantwortung jedes Einzelnen. Hätten mehr Menschen früher fliehen sollen? Hätten Soldaten sich Befehlen widersetzen sollen? Hätten Zivilisten mehr Widerstand leisten können gegen das NS-Regime? Diese Fragen sind schwer zu beantworten aus der sicheren Distanz von heute. Die Menschen damals handelten unter extremem Druck, in Angst, Unwissenheit, Hoffnung. Das Ende Ostpreußens hat die deutsche Nachkriegsgeschichte tief geprägt.
Millionen von Vertriebenen aus Ostpreußen und anderen ehemaligen deutschen Ostgebieten mussten sich in West- und Ostdeutschland ein neues Leben aufbauen. Sie brachten ihre Erinnerungen mit, ihre Traumata, aber auch ihre Kultur und Traditionen. In der Bundesrepublik entstanden Vertriebenenverbände, die an die verlorene Heimat erinnerten und politisch für ihre Interessen eintraten. Lange Zeit war der Diskurs geprägt von einem Fokus auf das eigene Leid, während die Ursachen und der Kontext oft ausgeblendet wurden. Die Vertreibung wurde als Unrecht angeprangert, was sie zweifellos war, doch die Vorgeschichte, der von Deutschland entfesselte Krieg, wurde teilweise relativiert. In der DDR hingegen wurde das Thema weitgehend tabuisiert. Vertriebene sollten sich integrieren, nicht zurückblicken. Die offizielle Linie war, dass die Oder-Neiße-Grenze endgültig sei und dass man sich mit Polen und der Sowjetunion versöhnen müsse. Mit den Jahrzehnten veränderte sich der Umgang mit dem Thema. Die Generation der Zeitzeugen starb langsam aus, die Erinnerungen verblassten. Zugleich wuchs das Bedürfnis nach differenzierter Aufarbeitung. Historiker begannen, die Ereignisse nüchterner zu analysieren, sowohl das Leid der Vertriebenen als auch die Verbrechen anzuerkennen, die dem vorausgegangen waren. Die Ostverträge der 1970er Jahre, die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die Aussöhnung mit Polen, all dies trug zur Normalisierung bei. Nach 1990 und dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde es möglich, die alten Heimatgebiete zu besuchen. Viele Vertriebene reisten nach Ostpreußen, nach Königsberg, in ihre Heimatdörfer. Sie fanden Orte, die sich völlig verändert hatten, Friedhöfe, die verfallen waren, Häuser, in denen andere lebten. Die Begegnungen mit Polen und Russen waren oft bewegt, manchmal versöhnlich, manchmal schmerzhaft. Heute ist Ostpreußen zwischen Polen und Russland aufgeteilt. Das nördliche Ostpreußen mit Königsberg ist die russische Exklave Kaliningrad. Das südliche Ostpreußen gehört zu Polen. Die deutsche Vergangenheit ist in beiden Teilen sichtbar, in Architektur, Ortsnamen auf alten Karten, in Ruinen und Denkmälern. Doch sie wird unterschiedlich behandelt. In Polen gibt es zunehmend ein Interesse an der multikulturellen Geschichte der Region, deutsche Spuren werden teilweise bewahrt und dokumentiert. In Kaliningrad ist der Umgang schwieriger. Die sowjetische und russische Prägung dominiert, doch auch hier wächst das Interesse an der vorsowjetischen Geschichte. Hinter den großen Zahlen und historischen Analysen stehen individuelle Schicksale. Jede Familie, die aus Ostpreußen floh oder vertrieben wurde, hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Verluste, ihre eigenen Wunder des Überlebens. Da ist die Geschichte der jungen Mutter, die mit 3 kleinen Kindern auf einem Pferdewagen durch den Schnee fuhr, tagelang, ohne zu wissen, wohin. Eines Nachts erfror ihr jüngstes Kind, ein Baby, doch sie musste weiterziehen, um die anderen zu retten. Sie trug diese Schuld und diesen Schmerz ihr Leben lang. Da ist die Geschichte des alten Bauern, der seinen Hof nicht verlassen wollte, in dem seine Familie seit Generationen gelebt hatte. Er blieb, als alle anderen flohen. Als die sowjetischen Soldaten kamen, erschossen sie ihn auf seinem eigenen Feld. Da ist die Geschichte der jungen Frau, die von sowjetischen Soldaten verschleppt wurde, die Monate in Lagern verbrachte, die schließlich nach Deutschland zurückkehrte, gezeichnet, traumatisiert, aber lebend. Da ist die Geschichte des Wehrmachtssoldaten, der in den letzten Tagen des Krieges in Ostpreußen kämpfte, nicht aus Überzeugung, sondern aus Pflichtgefühl oder Angst vor Desertion. Er überlebte, geriet in Gefangenschaft, kehrte Jahre später zurück, sprach nie über das, was er gesehen und erlebt hatte. Da sind die Geschichten von Kindern, die im Chaos der Flucht von ihren Eltern getrennt wurden, die allein weiterzogen, die von fremden Menschen aufgenommen wurden, die ihre Identität verloren oder vergaßen, die später, manchmal Jahrzehnte später, ihre Familien wiederfanden oder nie wiederfanden. Diese Geschichten sind Teil des kollektiven Gedächtnisses, sie wurden erzählt und weitergegeben, in Familien, in Büchern, in Filmen. Sie erinnern uns daran, dass Geschichte nicht nur aus Ereignissen und Daten besteht, sondern aus Millionen von individuellen Erfahrungen. Das Ende Ostpreußens war kein isoliertes Ereignis. Es war Teil eines größeren Zusammenhangs, der Endphase des Zweiten Weltkriegs in Europa,
der Neuordnung des Kontinents, der Verschiebung von Grenzen und Bevölkerungen. Millionen von Menschen waren in Bewegung in diesen Jahren. Deutsche flohen oder wurden vertrieben aus Schlesien, aus dem Sudetenland, aus Pommern, aus Ungarn und Jugoslawien. Gleichzeitig wurden Polen aus den ehemaligen östlichen Gebieten Polens, die nun zur Sowjetunion gehörten, nach Westen umgesiedelt. Ukrainer, Weißrussen, Balten, alle erlebten Zwangsumsiedlungen, Vertreibungen, Grenzverschiebungen. Dies war die Konsequenz eines Krieges, der ganz Europa verwüstet hatte, der auf Vernichtung und Eroberung angelegt gewesen war. Die Sieger gestalteten Europa nach ihren Vorstellungen neu, mit wenig Rücksicht auf die Menschen, die davon betroffen waren. Die Idee ethnisch homogener Nationalstaaten setzte sich durch, mit katastrophalen Folgen für die Betroffenen. Ostpreußen war in diesem Kontext kein Sonderfall, aber aufgrund seiner geografischen Lage, seiner Isolation, der Härte der Kämpfe und der Bedingungen während der Flucht war das Ausmaß der Tragödie besonders groß. Die historische Forschung hat in den letzten Jahrzehnten viel geleistet, um diese Ereignisse zu dokumentieren und zu analysieren. Zeitzeugenbefragungen, Archivstudien, vergleichende Studien haben unser Verständnis vertieft. Zugleich bleiben Fragen offen, sind nicht alle Aspekte geklärt, gibt es weiterhin Raum für Interpretation und Debatte. Das Ende Ostpreußens im Winter und Frühjahr 1945 war eine menschliche Tragödie von immensem Ausmaß. Hunderttausende verloren ihr Leben, Millionen verloren ihre Heimat, eine jahrhundertealte Kultur und Lebensweise wurde ausgelöscht. Die Ereignisse waren geprägt von Gewalt, Leid, Verzweiflung, aber auch von Mut, Solidarität, Überlebenswillen. Diese Geschichte zu erzählen bedeutet nicht, das Leid gegeneinander aufzurechnen oder Verantwortlichkeiten zu relativieren. Deutschland hatte den Krieg begonnen, hatte unvorstellbare Verbrechen begangen, besonders im Osten. Die Vertreibung und das Leid der deutschen Bevölkerung waren Folgen dieses Krieges. Doch dies macht das individuelle Leid nicht geringer, es erklärt es, ordnet es ein. Die Wahrheit über das Ende Ostpreußens ist komplex. Sie umfasst militärische Entscheidungen und politische Verantwortung, strategische Notwendigkeiten und sinnlose Opfer, individuelle Schuld und kollektive Verstrickung. Sie umfasst auch die Frage, wie wir heute mit dieser Vergangenheit umgehen, wie wir erinnern, wie wir aus der Geschichte lernen. Ostpreußen existiert nicht mehr als deutsches Land. Die Menschen, die dort lebten, sind vertrieben oder gestorben, ihre Nachkommen leben in ganz Deutschland, haben neue Heimaten gefunden. Doch die Erinnerung bleibt in Familiengeschichten, in Büchern, in Museen, in den Erzählungen der letzten Zeitzeugen. Diese Erinnerung ist wichtig, nicht als Anklage, nicht als Forderung, sondern als Mahnung. Sie erinnert uns daran, wozu Krieg, Nationalismus, Rassenwahn führen können. Sie erinnert uns daran, dass Zivilisten immer die Hauptleidtragenden sind, egal auf welcher Seite. Sie erinnert uns daran, dass Heimat etwas Kostbares ist, das nicht selbstverständlich ist. Heute, 8 Jahrzehnte nach diesen Ereignissen, leben wir in einem Europa, das sich versöhnt hat, das Grenzen überwunden hat, das Frieden und Zusammenarbeit sucht. Deutsche, Polen, Russen können frei reisen, können einander begegnen, können gemeinsam an ihrer Geschichte arbeiten. Dies ist ein Geschenk, das wir nicht verspielen dürfen. Die Geschichte Ostpreußens, so schmerzhaft sie ist, gehört zu diesem Europa. Sie ist Teil unserer gemeinsamen Vergangenheit, mit all ihren Schatten und ihren Lehren. Sie zu kennen, sie zu verstehen, bedeutet, die Gegenwart besser zu begreifen und die Zukunft verantwortungsvoller zu gestalten. In diesem Sinne ist das Ende Ostpreußens nicht nur ein historisches Ereignis, sondern eine bleibende Erinnerung an die Fragilität von Frieden, an die Notwendigkeit von Versöhnung, an die Bedeutung von Menschlichkeit auch in den dunkelsten Zeiten.